Immer wieder fragen uns Mandanten nach Empfehlungen für Banken, Broker und ähnliche Finanzinstitute. Wir haben ja schon mehrere Videos veröffentlicht mit Details zu Banken im Ausland und im Nicht-EU-Ausland, sowohl für Firmen als auch für natürliche Personen. Heute wollen wir uns nun mit 9 Brokern beschäftigen im Nicht-EU-Ausland, die du verwenden kannst und bei denen du ein Depot eröffnen kannst. Warum geht es hier uns speziell ums Nicht-EU-Ausland? Es gibt ja das sogenannte SAG-Gesetz, mit welchem zum Beispiel Sparguthaben von über 100.000 Euro im Falle einer Bankenkrise dann tatsächlich eingezogen werden können und zur Sanierung der Bank verwendet werden können. Das gibt es zwar bei Depots grundsätzlich nicht. Das SAG-Gesetz betrifft Depots nicht. Allerdings, es ist im Grunde genommen noch viel schlimmer. Denn hast du ein Depot bei einer europäischen Bank, bei einer EU-Bank und diese gerät in schwieriges Fahrwasser, dann sind deine Einlagen, Wertpapiere, Aktien und so weiter nur bis 20.000 Euro abgesichert. Daher wird sich der ein oder andere fragen, wird es möglicherweise Sinn machen, im EU-Ausland ein Depot zu haben? Zumindest kann ich dann mein Risiko besser verteilen. Daher stellen wir heute 9 Broker im Nicht-EU-Ausland vor. Das sind alles Broker, bei denen europäische Mandanten mit Wohnsitz Deutschland ein Depot eröffnen können und traden können. Wir haben diese Broker hier alphabetisch gelistet. Wir sind hier komplett unabhängig. Wir haben hier keine Vereinbarung mit irgendeinem Broker. Wir bekommen hier keine Provision. Also wir können ja auch nicht sagen, ob jetzt diese Broker gut sind aus eigener Erfahrung. Wir wissen von Mandanten, dass sie diese nutzen und da ganz happy sind. Es würde uns allerdings freuen, wenn du uns auch deine Meinung dazu sagen kannst. Sind vielleicht diese Broker gut? Hast du Erfahrung damit? Hast du die mal ausprobiert? Oder kannst du vielleicht eine ganz andere Empfehlung machen zu einem Broker außerhalb der EU, der für die Community interessant sein könnte? Ich freue mich auf deine Kommentare. Broker Nummer 1, Charles Schwab in den USA. Charles Schwab ist ein amerikanisches multinationales Finanzdienstleistungsunternehmen. Es bietet sowohl Privatkunden als auch institutionellen Kunden Bank, Geschäftsbank, Investment und damit verbundene Dienstleistungen an. Das Unternehmen verfügt über mehr als 400 Filialen, hauptsächlich in Finanzzentren der USA und im Vereinigten Königreich. Auf der Liste der nach Vermögenswerten größten Banken in den Vereinigten Staaten steht Charles Schwab an 10. Stelle, also ein sehr großes Haus. Zum 31. Dezember 2022 hatte das Unternehmen 33,8 Millionen aktive Depots, 2,4 Millionen Teilnehmer an betrieblichen Altersvorsorgeplänen und 1,7 Millionen Bankkunden. Es bietet auch eine von Spendern empfohlenen Fonds für Kunden an, die Wertpapiere spenden möchten. Das Unternehmen wurde in San Francisco, Kalifornien gegründet und hat seinen Hauptsitz heute in Westlake, Texas. Nummer 2, CMC Markets im UK. CMC Markets ist ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen, das Onlinehandel mit Aktien, Spread-Betting, CFDs und Devisen auf den Weltmärkten anbietet. CMC hat seinen Hauptsitz in London und verfügt über Niederlassungen in Sydney und Singapur. Es ist an der Londoner Börse gelistet. Nummer 3, eToro aus Israel. eToro ist ein Social Trading und Multi-Asset Investment Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Finanzdienstleistungen konzentriert. Der Hauptsitz befindet sich in Israel und das Unternehmen hat Niederlassungen in Zypern, UK, USA und Australien. eToro wurde 2007 als Retail FX in Tel Aviv gegründet. Im Jahre 2010 veröffentlichte das Unternehmen die soziale Investmentplattform eToro Open Book zusammen mit der Copy-Trader-Funktion, die es Anlegern ermöglicht, die Top-Händler des Netzwerks automatisch zu kopieren. Nummer 4, Flowbank in der Schweiz. Flowbank ist eine Schweizer Bank mit Hauptsitz Genf. Es handelt sich im Wesentlichen um einen Online-Broker und verfügt über eine FINMA-Zulassung. Flowbank bietet sowohl traditionelle Bankdienstleistungen als auch Online-Handel auf den Forex-Märkten an. Laut seinem Gründer strebt das Unternehmen die niedrigsten Online-Handelspreise auf dem Markt an. Nach Monaten der technischen Vorbereitung der Handelsplattform kündigte diese am 25. November 2020 ihren Start an.
Also noch ein sehr junges Unternehmen. Nummer 5 ist die Gibraltar Asset Management in Gibraltar. Gibraltar Asset Management wurde 1987 gegründet, ist im Grunde genommen ein klassischer Broker, wird von der Finanzaufsichtsbehörde in Gibraltar reguliert und ist dort zugelassen. Es handelt sich hier um einen kleineren Broker, völlig unabhängig von Fondsmanagern, Banken und Versicherungsunternehmen, und es gibt daher keinerlei Interessenskonflikte. Du kannst hier sowohl in eigener Verantwortung traden, als dich hier auch zu Anlagen durch Gibraltar Asset Management beraten lassen. Nummer 6, IG Brokers im UK. IG Group ist ein im UK ansässiger Online-Broker, der zunächst nur Zugang zu Spread-Betting und CFD-Handel bot, inzwischen aber das volle Spektrum an Wertpapieren inklusive Aktien, ETFs abdeckt. 1974 von Stuart Wheeler gegründet, hat das Unternehmen seinen Sitz in London und fast 2000 Mitarbeiter. Im Jahre 2022 hatte es einen Marktwert von fast 3 Milliarden Pfund und bot den Handel auf 17.000 Investmentmärkten an. IG Brokers wird von der Financial Conduct Authority, sowas wie die BaFin, in UK kontrolliert und ist an der Londoner Börse gelistet. Nummer 7, Interactive Brokers in den USA. Interactive Brokers ist ein amerikanisches multinationales Maklerunternehmen. Es betreibt die größte elektronische Handelsplattform in den Vereinigten Staaten, gemessen an der Anzahl der durchschnittlichen täglichen Handelstransaktionen. Das Unternehmen vermittelt Aktien, Optionen, Futures, EFPs, Futures-Optionen, Devisen, Anleihen, Fonds und einige Kryptowährungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Greenwich, Connecticut und bietet seit 2014 Korrespondenz-Clearing-Dienste für 200 Broker weltweit an. Im Februar 2022 betreut das Unternehmen 1,7 Millionen Kunden in den USA mit insgesamt 348 Milliarden US-Dollar an Kundenkapital. Nummer 8, OCBC Securities in Singapur. Du wirst vielleicht schon mal von der OCBC Bank gehört haben, ist eine der größten Banken Singapurs und in der Tat eine der größten Banken der Welt mit einem hervorragenden Rating. Die OCBC Bank wird regelmäßig als eine der sichersten Banken der Welt ausgezeichnet, hat ein globales Netzwerk mit mehr als 570 Filialen und Repräsentanzen in 18 Ländern und Regionen. Wer also in Singapur ein Depot eröffnen möchte, sollte sich unbedingt OCBC anschauen. Zu guter Letzt haben wir Swissquote, werden viele von euch kennen, Swissquote in der Schweiz. Swissquote ist eine Schweizer Unternehmensgruppe, die sich auf die Bereitstellung von Online-Finanzdienstleistungen spezialisiert hat. Der Hauptsitz befindet sich in Gland. Die Gruppe beschäftigt 1000 Mitarbeiter. Swissquote ermöglicht Privatpersonen den Handel mit Aktien, Fonds, Anleihen, Optionsscheinen, Optionen und Futures. Darüber hinaus bietet die Bank Dienstleistungen speziell für Vermögensverwalter und Firmenkunden an. Swissquote bietet ein elektronisches Vermögensverwaltungstool, E-Private Banking sowie traditionelle Bankdienstleistungen, darunter Hypotheken, Sparkonten und spezialisierte Optionen wie Devisenhandel und Kryptowährung. So, das war unsere Liste der 9 Broker im Nicht-EU-Ausland. Ich möchte hier nochmal zur Sicherheit einfach sagen, dass natürlich mit einem solchen Broker du keinerlei steuerliche Vorteile hast. Du kannst natürlich auch nichts an der Steuer vorbeimachen. Wenn du dort Kunde wirst, dann wirst du hier deine Steuernummer angeben müssen und es wird zum automatischen Informationsaustausch kommen. Sämtliche Gewinne, die du erzielst, wirst du in Deutschland auf der Steuererklärung angeben müssen. Dir wird ja bei einem ausländischen Broker keine Steuer automatisch vom Broker her abgezogen. Dennoch ist ein Broker im Ausland, vor allen Dingen im Nicht-EU-Ausland, eine sinnvolle Option für den Vermögensschutz, um dich hier vor unsicheren Währungen, Systemen, Banken und so weiter abzusichern. Wenn du dich mit dem Thema Broker im Ausland beschäftigst, weil du ins Ausland gegebenenfalls umziehen möchtest, und hier noch steuerliche Beratung benötigst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Den Link packen wir mal hier in die Beschreibung hinein. Und da würde ich mich freuen, wenn ich dich im Beratungsgespräch kennenlerne und wir über dein Auslandsvorhaben sprechen können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit.
Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.